glaube, es ist halt so, dass du als Frau sehr viel leichter Aufmerksamkeit bekommst, aber dass auch ein bisschen kritischer geguckt wird, was du tust. Sicherlich spielen im Metal auch gesellschaftliche Problematiken mit rein. Das sind halt alles Männer. Und wer hat die Entscheidung getroffen, Plattenfirmen, Managements, wie auch immer, Männer. So Go-Girls zu haben, nur damit die Quote steigt, ist auch problematisch. Frauen im Metal sind unterrepräsentiert. Das ist ein Satz, der immer wieder und oft fällt. Aber ist das nur eine reine Wahrnehmungssache? Denn laut einer Studie sind Musikerinnen in dem Genre mit einem Verhältnis von nur 3% in der Tat eine deutliche Minderheit. Dabei stelle ich mir aber vor allem die Frage, ist das wirklich oder überhaupt ein Problem oder einfach nur eine Zahl? Ich persönlich liebe die Nummer Cosimo. Mein Name ist Dominik. Ich bin selbstständiger Content Creator, Musikenthusiast und Metal-Konsument der ersten Stunde. Konzerte und Festivals sind ein Stück weit mein Zuhause. Für mich persönlich sind Kunst und Musik völlig losgelöst vom Geschlecht. Spricht mich etwas musikalisch an, es ist mir völlig egal, wer hinter dem Mikrofon steht. Aber entspricht das auch der Realität? Um hierzu nochmal eine Sichtweise aus erster Reihe einzufangen, treffe ich mich heute mit der Symphonic Metal Band Postmodern Fantasy auf dem Music Forge Festival in Lich. Und da gehen wir jetzt mal hin. Da hinten sehe ich sie auch schon. Hello! Die Band Postmodern Fantasy hat ihr musikalisches Zuhause im Symphonic Metal gefunden. Eine Musikrichtung, die orchestrale Klänge mit klassischem Metal kombiniert. Genauso unkonventionell wie das Genre ist auch die Geschlechterverteilung innerhalb der Band. Mit Franzi als Frontsängerin, Nathalie am Bass, Matthias an der Gitarre und Andreas am Schlagzeug sind sie zur Hälfte weiblich besetzt. Habt ihr erlebt, dass ihr sagt, man wird irgendwie darauf reduziert? Wir haben uns tatsächlich vorhin darüber unterhalten. Das sind viele Kleinigkeiten, die mir im Metal manchmal so das Gefühl geben, ich muss ein bisschen härter kämpfen. Was Nathalie und mir passiert ist, dass wir nach einem Gig von Leuten angesprochen wurden, lacht mal mehr auf der Bühne. Zu den Jungs sagt das halt niemand. Das sagt man dann halt zu den beiden Frauen, weil ich meine, ich höre das als Kellnerin schon oft, lach mal mehr. So, ich lache dann, wenn ich das möchte. Und genauso ist das auch mit Kritik. Ich nie was gesagt bekommen, niemals, nichts. Und dann da direkt sowas wie, du kannst ja mal mehr lachen und in die Richtung. Ich glaube, es ist halt so, dass du als Frau sehr viel leichter Aufmerksamkeit bekommst, aber dass auch ein bisschen kritischer geguckt wird, was du tust. Der Kabel und Rack anschließen macht ihr immer selbst sonst? Oder? Ja, normalerweise schon. Wir haben jetzt nur gerade reduziert und jetzt müssen wir gar nicht mehr so viel machen. Mir fehlt jetzt quasi nur noch das Kabel und dann sind wir so gut wie ready, wenn der Andreas sein In-Ear anschließt und wir Hauptstrom haben. Okay. Perfekt. Ja, sieht schon ganz gut aus. Seht ihr euch als Band losgelöst vom Geschlecht? Für uns ist Geschlecht innerhalb der Band etwas, was wirklich keine Rolle spielt. Ne? Es gibt keinen, der etwas tut oder nicht tut, weil er ein Mann oder eine Frau ist. Also ihr macht das ganze Konzert in Masken? Nein, oder nur das erste Lied. Also ich glaube, da wäre Treibhauseffekte sehr, sehr stark. Okay. Genau, die steht dann beim Merch, das sind nur die alten Masken und die machen auf jeden Fall gut was her. Ja, passt doch, super. Für Postmodern Fantasy spielt die Geschlechterverteilung innerhalb der Band schon mal keine Rolle. Alle packen an, jeder hat seine Aufgabe und kann im Zweifel dem anderen unter die Arme greifen. Trotzdem, nicht immer scheint ihre Performance unabhängig vom Geschlecht bewertet zu werden. Was sagt also die Community dazu? Sehen sie die Unterrepräsentation von Musikerinnen im Metal nur als Zahl oder als Problem? Einen Tag später war ich dann nochmal auf dem Music Forge unterwegs und habe die Besucherinnen und Besucher zu deren Meinung befragt. Es ist mir natürlich aufgefallen, dass Musikerinnen unterrepräsentiert sind. Ja. Und ich finde es sehr, sehr schade, weil ich kenne fantastische Musikerinnen, die richtig, richtig geil Schlagzeug spielen, Gitarre spielen, singen.
Ich habe selbst eine Band mit einer Sängerin und die präsentiert sich ganz schön stark. Finde ich großartig. I see what you did there. Wenn ich zu einem Act gehe und ich weiß, wer spielt und eine Frau kommt, bin ich überrascht. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Jetzt Frauen herzuzwingen und dann so Go-Girls zu haben, nur damit die Quote steigt, sehe ich auch problematisch. Es soll eigentlich eher von den Frauen herauskommen und jetzt nicht, dass wir die dann da drauf zwingen und dann sagen, oh, wir haben noch in der Band hinten neben dem Schlagzeug rechts noch eine Frau stehen. Und ihr seid Besucher des Festivals? Ja, genau. Und wir machen ein bisschen im Hintergrund mit und sind 80 Jahre alt fast, ne? Das ist aber toll. Also, wir rocken trotzdem mit, so gut es geht. Das ist eine schöne Aussage. Ein Thema unserer Reportage ist heute die Unterrepräsenz von Frauen im Rock und Metal generell. Seht ihr das als ein Problem oder ist das einfach nur eine Zahl? Das ist meines Erachtens nur eine Zahl, also ich sehe da kein Problem drin. Ich denke mal, das war früher eine Männerdomäne, hat sich Gott sei Dank momentan ein bisschen geändert. Also ich denke auch, dass weibliche Bands mitwirken, die genauso gut sind wie die männlichen. Ja. Ich stehe hier mit Sebastian. Chris, hallo. Und der Moshpit-Ministerin. Oh, du bist die Einzige, die sich richtig vorgestellt hat. Ich würde jetzt sagen, ich mache da keinen Unterschied in der Band her, ob es da eine Frau gibt oder nicht. Tatsächlich aber halte ich Ausschau immer, ob es Frauen gibt im Moshpit. Es ist schon ganz cool, wenn manche Bands sich dafür aussprechen, gegen Grapschen im Pit oder irgendwelche sonstige Schlägereien im Pit. Das machen manche Bands und das hat tatsächlich sehr geholfen. Also, jeder, der geile Musik macht, ist einfach willkommen, egal wer das jetzt ist. Spielt überhaupt keine Rolle. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Für mich scheint es jetzt nicht so, als wären weibliche Künstlerinnen im Metal wirklich unerwünscht. Wie erklärt sich dann also diese Unterrepräsentation? Cis-Männer. Eigentlich die Generation Musik, auf die ich total stehe, 70er Jahre, Classic Rock. Ziemlich viel geiles Zeug dabei, aber es sind halt alles Männer. Ja. Und wer hat die Entscheidung getroffen? Plattenfirmen, Managements, wie auch immer, Männer. Es ist natürlich auch so ein bisschen auf alles zu verbreiten. Es ist ja von den Konsumenten der Musik bis hin zum Booking, übers Fest. Es sind ja ganz viele Punkte, die da mit reinspielen. Ich habe halt so andere Hobbys beigebracht bekommen, irgendwie wie Balletttanzen. Und Musik war dann eher so nebenbei und da hieß es halt auch so, ja, bei einer Band kannst du vielleicht höchstens singen als Frau, aber kein Instrument spielen, das habe ich dann später erst angefangen. Also ich bin tatsächlich in einem Metal-Club drin und wenn man da irgendwie eine Frauenband vorschlägt oder so, dann ist es meistens so ein, weiß ich nicht, können die das so repräsentieren wie eine Männerband, wo ich mir denke, so naja, also es gibt viele Frauenbands mit Frontfrauen, wie zum Beispiel auch Ginger oder so, wo man einfach weiß, das läuft. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Viel Schönes Spaß Festival euch. dir noch. Dankeschön, euch auch. Ist das dann aber auch eher als gesellschaftliches Problem oder auch als Problem des Metal per se? Sehr, sehr viel gesellschaftlich, weil ich habe Metal-Leute immer nur positiv kennengelernt. Also in allen Varianten. Jetzt nicht nur ob Männlein, Weiblein, ob bunt, nicht bunt, dick, dünn, ist vollkommen egal. Auch Petra Welles sieht gesellschaftliche Strukturen als Ursprung des Problems. Sie arbeitet für die Uni Graz im Bereich Erwachsenen- und Weiterbildung. Sicherlich spielen im Metal auch gesellschaftliche Problematiken mit rein. Metal ist ja nicht ein luftleerer Raum. Schwierig ist es natürlich, weil wir ja alle sozialisiert werden. Es ist halt nach wie vor so, dass eher Jungs Gitarre, Bass oder Drums lernen als Mädchen. Als ich Metal für mich entdeckt habe, ich war so 14, 15 und es gab Nightwish, es gab Evanescence und ansonsten kannte ich nicht viel oder es gab vielleicht auch einfach nicht so viel. Das heißt so, die Vorbilder, die man hatte, das war irgendwie limitiert und ich hätte mir da einfach mehr gewünscht, ne? Also auch mehr Unterschiedliches. Etwas, was ich häufig mitbekomme, ist, dass ich sehr viele Männer kenne, die Kinder haben, die Familie haben und die eine Band haben, sehr aktiv, aber ich sehr wenig Frauen kenne, aber halt Beispiele von Frauen, die eine Band hatten und mit dem ersten Kind sind sie dann ausgetreten. Wo ich denke, das müsste nicht sein. Also auch als Mutter hast du ein Recht auf deine Hobbys, hast du ein Recht, das zu machen, was du gerne machst. Ne? Und vielleicht auch diese raue Emotionalität, die im Metal steckt. Ne? Da ist eine Menge Wut drin, da ist auch eine Menge Verletzung, eine Menge Trauer drin. Und das sind alles Emotionen, die haben Frauen auch zur Genüge. Ne? Wenn du wütend bist, zeig's. Und wenn du 35 bist und 2 Kaiserschnittnarben da hast, so, es ist egal, geh auf die Bühne. Es ist immer noch so, dass die Frauen dann doch im Endeffekt
die Betreuungstätigkeiten übernehmen. Und dann wird es schon schwierig in dem Beruf. Dann gibt es auch noch eine sogenannte gläserne Decke, die viele Frauen davon abhält, Positionen ganz oben einnehmen zu können. Habt ihr in eurem Umfeld mitbekommen, dass andere Frauen da sind, die vielleicht Bock hätten, Metal zu machen, es aber nicht machen, weil sie vielleicht diese Klischees erlebt haben und deshalb Angst davor haben? Ich kenne jetzt persönlich keine Frau, die sich das an sich nicht traut, aber ich kenne befreundete Musikerinnen, die demotiviert sind. Generell von der Musikbranche, weil die einfach deprimierend ist ein bisschen, aber auch von diesen kleinen Ungleichheiten, die es einfach zwischen männlichen und weiblichen Musikern gibt, einfach noch, würde ich sagen. Ich bin selbst auch kein Freund von der Frauenquote, dass man einfach nur eine Quote erfüllt, um eine Gleichheit zu haben. Und wenn die Akzeptanz bei den Menschen da ist, dann ist das das Wichtigste. Wie siehst du das? Also es schön wäre, wenn eben jede Frauenband oder jede Künstlerin die Möglichkeit hätte, aufzutreten, wenn sie möchte. Es nutzt natürlich nichts, wenn man sagt, es muss 30% Frauen sein und sie sind nicht da, man muss irgendwas nehmen. Das bin ich ganz deiner Meinung. Musik sollte, und da sind wir uns, denke ich, alle einig, geschlechterunabhängig sein. Und auch durch eine Frauenquote das Interesse am Genre zu erzwingen, macht für mich wenig Sinn. Vielmehr sollte unser Fokus darauf liegen, den Frauen, welche gerne Metal spielen wollen, Mut zu machen. Zum Beispiel durch Vorbilder wie Postmodern Fantasy. Hallo Music Squad, wir sind Postmodern Fantasy. Dieses Gender-Ding, das schwingt immer mit. Aber es ist nichts, wovon wir uns unterkriegen lassen wollen. Es ist dann vielleicht etwas, womit man auch spielen kann. Deswegen würde ich sagen, Thema, ja. Belastung, nein. Chance, maybe. Möchtet ihr noch einen abschließenden Satz sagen? Habt Mut zu Metal. Also solltet euch trauen auf jeden Fall. Es lohnt sich. Wie steht ihr so zu dieser Thematik? Wenn ihr Gedanken oder Erfahrungen habt, die ihr gerne teilen möchtet, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Danke euch bis hierhin fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns ja mal persönlich auf einem Festival oder Konzert.